Was Sie hier leimen, schleifen, schreinern, ist nicht einfach nur ein Möbelstück. Der Mensch, für den Sie es bauen, wird es nicht mehr sehen, nicht mehr berühren können. Der Sarg ist die letzte Hülle eigentlich, die mich umgibt oder die den Körper umgibt, die den Menschen umgibt, den ich vielleicht geliebt habe. Ja? Und meine Kinder haben das mal sehr, sehr schön in ihrer kindlichen Auffassung gesagt. Die haben gesagt, Mama, unsere Särge sind wie das letzte Häusle, in dem er wohnt. Im Hof der Sargmanufaktur Braun in Spaichingen lagert das Holz für die Särge. Eiche, Kiefer und Pappel. Heike Braun ist die Chefin. Sie kauft das Holz nur in der Region. Die Pappel kommt aus dem Elsass. Das Pappelholz ist eine spezielle Pappelart. Wir haben Weißpappel, damit wir schönes, helles, weißes Holz haben. Und das wächst einfach nur im Elsass. Diese spezielle Pappelart. Wir in Deutschland, hier in Süddeutschland, wir haben Schwarzpappel, mit der können wir nichts anfangen, weil die sehr grau innen drin ist, dann gibt es kein schönes Bild. Ein paar Wochen hat das Pappelholz draußen und in einer Trockenkammer warten müssen. Erst mit einer Holzfeuchtigkeit von nur 9% können Heike Braun und ihre Mitarbeiter damit arbeiten. Das ist Dirk Schulz. All die Bretter, die für den Sarg aus Pappelholz gebraucht werden, müssen erst durch seine Säge laufen. Er ist der Mann mit dem scharfen Auge. Wenn man das Brett anguckt, muss man gleich vorneweg sortieren und auch gucken, wo ich den Schnitt machen muss, dass wir möglichst wenig Abfall haben. Jedes Brett ist anders, weil das einfach ein lebendes Produkt, wie jeder Mensch auch anders ist. Selbst in einem Stamm drin sind die Bretter unterschiedlich. Jetzt sieht man hier ganz deutlich, dass die Bretter jedes Brett hat Qualitätsunterschiede. Hier sehen wir jetzt eine mindere Qualität, weil hier das Brett wellig ist. Hier gibt es Einkerbungen bzw. einen Zellverfall. Hier haben wir einen Riss drin, einen Trocknungsriss. Hier haben wir Äste drin in diesem Bereich. Und dieser Bereich wäre der gute Bereich. Besäum-Kreissäge, so heißt diese Maschine. Der Name kommt von Saum. So nennt der Profi den sauber abgesägten Rand eines Bretts. Ich gucke auf die Risse beim Holz, auf Äste, auf Verfärbungen. Da wird dann das Holz sortiert. Da gibt es dann, was Verfärbungen drin sind. Wenn sie ganz extrem sind, kommt es in die Böden rein. Äste kommt in die Böden rein und kleine Risse kommt in die Böden rein. Und was gut ist, kommt in die Unterkäste und in die Oberkäste rein. Der Baum wächst ja auch, ist unten breit, wird nach oben schmal und wir sägen alles konisch. Wir sägen so, dass wir wirklich 100% vom Holz rausholen können, wegen der Nachhaltigkeit auch. Was nichts ist, was drüber rausgesägt wird, kommt in den Hacker und wird dann bei uns verheizt für die Gebäudetechnik. Es kommt schon mal vor, dass Dirk Schulz beim Sägen der rohen Bretter auf Überraschungen stößt. Auf eine verirrte Kugel oder einen Granatsplitter aus dem Weltkrieg, die sich vor langer Zeit in den Baum gebohrt haben. Man denkt vielleicht schon dran, vielleicht hat die Kugel jemand getötet. Muss man ja auch denken, oder der Granatsplitter. Aber ja,
Wir arbeiten jeden Tag mit dem Tod zusammen oder für den Tod. Und das ist unser täglich Brot. Das gehört zum Leben dazu. Manfred Belair ist der Bändiger dieses Ungetüms. Dabei trägt die Maschine einen beinahe poetischen Namen. Das ist der Leimstern. Ich mache eigentlich alles, was der Zuschnitt bringt. Oberkäste, Unterkäste, Leiste, der Boden und die Deckplatte. Das wird alles hier genau nach demselben Prinzip zusammengefügt, damit es dann immer eine feste Einheit gibt. Also mein Kollege vom Zuschnitt bringt die Bretter und hat sie gezeichnet mit diesem Tannenbaum. Das nennt sich der Schreiner-Tannenbaum. Das zeigt mir an, wie das Brot zusammengehört. Weil bei dem Material ist es sehr wichtig, dass es von der Farbe her und von der Holzmaserung immer in eine Richtung bleibt. Und deswegen zeichnet man diese Teile vor. Ich kannte diese Leisten auf diese Seite, die zu verleimen ist. Dieser Tisch hat 70 Grad Temperatur. Heißt,